Wann genau findet die Entrückung statt? Vor der Trübsal, mittendrin oder erst danach? Über diese Frage, da zerbrechen sich Theologen schon seit Ewigkeiten den Kopf. Aber stellt euch mal vor, die Antwort ist nicht entweder oder, sondern vielleicht sowohl als auch. Heute schauen wir uns eine wirklich faszinierende, wenn auch umstrittene biblische Auslegung an, die besagt, es könnte nicht nur eine, sondern gleich 3 Entrückungen geben. Also der Kern der Debatte war ja schon immer das Timing. Werden die Gläubigen vor der 7-jährigen Trübsal geholt, um sie zu beschützen? Oder passiert das Ganze mittendrin, quasi als Rettung zur Halbzeit? Oder doch erst ganz am Ende, zusammen mit der Wiederkunft von Christus? Normalerweise schließen sich diese 3 Ansichten ja komplett aus, was zu endlosen Diskussionen geführt hat. Aber was, wenn diese Theorien gar keine Gegner sind? Der Gedanke, den wir uns heute ansehen, ist ziemlich radikal. Er besagt, dass die Lehren von der Entrückung vor, mitten in und nach der Trübsal nicht falsch sind, sondern dass sie einfach nur 3 verschiedene Ereignisse in einem viel größeren prophetischen Zeitplan beschreiben. Um diese Idee zu verstehen, folgen wir heute einer ganz klaren Spur. Zuerst schauen wir uns mal das ursprüngliche Rätsel an. Dann entdecken wir einen ziemlich ungewöhnlichen 14-Jahres-Zeitplan, der das alles zusammenhalten soll. Der Schlüssel dafür, so heißt es, liegt in den Evangelien, wo wir 3 ganz entscheidende Verheißungen finden. Und zum Schluss verbinden wir diese Spuren mit dem Buch der Offenbarung, um dann hoffentlich das ganze Bild zu sehen. Okay, fangen wir also beim Kern des Puzzles an, diesem traditionellen Konflikt zwischen den 3 Lehren. Also, um das nochmal schnell auf den Punkt zu bringen, die Vorentrückungslehre sagt, die Gemeinde wird vor dem Zorn Gottes in Sicherheit gebracht. Die Theorie von der Mittentrübsal platziert das Ganze genau in der Mitte, auf dem Zusammenhang mit der letzten Posaune. Und die Nachtrübsalslehre, ja, die sieht die Entrückung und die Wiederkunft als ein und dasselbe Ereignis ganz am Ende. 3 Theorien, die auf den ersten Blick wirklich unvereinbar scheinen. Und jetzt wird's richtig spannend. Um diese 3 Theorien unter einen Hut zu bekommen, schlägt diese biblische Analyse einen komplett neuen Rahmen vor, einen viel längeren Zeitplan. Die zentrale Behauptung ist also, es gibt nicht eine, sondern 3 Entrückungen und die sind über 14 Jahre verteilt. Moment mal, 14 Jahre? Woher kommt diese Zahl? Die Argumentation dazu ist typologisch und stützt sich auf 2. Korinther Kapitel 12. Dort erzählt Paulus von einer Vision, die er vor 14 Jahren hatte. Und diese Lesart interpretiert es nicht einfach nur als historische Zeitangabe, sondern als einen prophetischen Schlüssel, quasi als Symbol für die gesamte Dauer der Endzeitereignisse. Okay, aber wo steht das in der Bibel? Kommen wir mal zum Kern der Beweisführung. Die Belege für diese 3 Ereignisse sollen sich nämlich in ganz feinen, aber entscheidenden Unterschieden in den Berichten von Lukas, Markus und Matthäus finden. Schaut euch das mal ganz genau an. Lukas, Markus und Matthäus beschreiben hier im Grunde dieselbe Szene, aber achtet auf die Wortwahl. Bei Lukas heißt es, sie werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Bei Markus heißt es, bis sie es kommen sehen. Das ist ein Prozess, den sie beobachten. Und bei Matthäus wird es dann noch konkreter, bis sie den Menschensohn kommen sehen. Nach dieser Auslegung sind das keine Zufälle, sondern 3 ganz unterschiedliche Verheißungen für 3 verschiedene Ereignisse. Okay, gehen wir das mal Schritt für Schritt durch und schauen uns an, wie jeder dieser Verse als eine spezifische prophetische Verheißung für einen ganz bestimmten Zeitpunkt gedeutet wird. Fangen wir mit Lukas an. Diese Formulierung „gesehen haben“ wird hier als ein abgeschlossenes, sofortiges Ereignis verstanden. Der Tod wird quasi einfach übersprungen und man ist direkt im Reich Gottes. Das, so die Argumentation, deutet auf die Vorentrückung hin, ein plötzliches Ereignis, noch bevor die Trübsal überhaupt beginnt. So, als nächstes Markus. Hier ändert sich die Formulierung zu „kommen sehen“. Das klingt doch schon anders, oder? Es impliziert, dass die Leute das Kommen des Reiches Gottes beobachten, bevor sie selbst geholt werden. Sie sind also Zeugen eines Prozesses, bevor sie Teil davon werden. Und das würde dann zur Mittentrübsalentrückung passen. Und dann schließlich Matthäus. Hier wird es am spezifischsten, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Diese Formulierung wird direkt mit der sichtbaren, physischen Wiederkunft von Jesus am Ende der Trübsal in Verbindung gebracht. Es geht nicht mehr nur allgemein um das Reich, sondern ganz konkret um die Person des Menschensohnes, die kommt. Aber diese Interpretation bleibt nicht bei den Evangelien stehen. Sie versucht, jede dieser 3 Verheißungen mit einem ganz bestimmten Ereignis im Buch der Offenbarung zu verknüpfen, um so ein wirklich zusammenhängendes Bild zu zeichnen. Diese Tabelle hier, die bringt alles auf den Punkt.
Schauen wir mal links. Lukas wird mit der Vorentrückung verbunden. Und diese Deutung verknüpft das mit Offenbarung 5, wo wir die Erlösten schon vor Gottes Thron sehen, und zwar bevor die Siegel der Trübsal überhaupt aufgebrochen werden. In der Mitte haben wir Markus. Seine Verheißung wird mit der großen Schar aus Offenbarung 7 verbunden, die mitten in der Apokalypse nach dem 6. Siegel auftaucht. Und ganz rechts Matthäus. Seine sehr genaue Formulierung vom Kommen des Menschensohnes, die passt perfekt zur Offenbarung 11, dem Moment der 7. Posaune und der sichtbaren Machtübernahme von Christus. Und es gibt noch ein kleines Detail, das diese Verbindung stützen soll. Nur im Matthäusevangelium ist im Kontext der Wiederkunft von Engeln und einem starken Posaunenschall die Rede. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zur Beschreibung der 7. und letzten Posaune in der Offenbarung. Das soll die Interpretation der Sammlung nach der Trübsal untermauern. So, fügen wir die Puzzleteile also mal zusammen und schauen uns an, was für ein Gesamtbild sich aus dieser doch eher unkonventionellen Sichtweise ergibt. Wir haben hier also keine einzelne Veranstaltung, sondern einen gestaffelten Prozess für verschiedene Gruppen. Zuerst die Vorentrückung, die speziell für die Gemeinde gedacht ist und sie direkt in den 3. Himmel bringt. Dann, zur Mitte der Trübsal, eine zweite Sammlung, die große Schar der Märtyrer, die ins Paradies geholt wird. Und schließlich, ganz am Ende, die große, für alle sichtbare Sammlung der übrigen Gläubigen auf der Erde bei der Wiederkunft Christi. Und das führt uns zu einer wirklich spannenden letzten Frage. Mal ganz unabhängig davon, ob man dieser spezifischen Interpretation jetzt zustimmt oder nicht, sie fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie wir die Bibel eigentlich lesen. Könnte es sein, dass Bibelstellen, die wir vielleicht als widersprüchlich empfinden, in Wirklichkeit Teile eines viel größeren, komplexeren Plans sind, den wir nur noch nicht ganz verstanden haben?